Wer wünscht es sich nicht? Das perfekte Hollywood-Lächeln mit makellosen Zähnen. Doch die Realität sieht meist anders aus. Nicht ganz so weiß, nicht ganz so gerade, manchmal krank oder sogar beschädigt. Umso wichtiger sind Materialien, die Zähne wiederherstellen können. Sumita Mitra widmete sich mehr als 30 Jahre diesem Thema. Wissenschaft soll nützlich sein für die Menschen. Diesen großen Wunsch hatte ich schon immer. Zähne zu füllen oder zu rekonstruieren ist eine Herausforderung, weil auf sie durch Kauen und Beißen Tag ein, Tag aus große Kräfte einwirken. Kein Wunder, dass der Zahnschmelz das härteste Material im Körper ist. Mitras ehrgeiziges Ziel: sie will Zahnschmelz nachbauen. Pionierarbeit für ihren Arbeitgeber, die Firma 3M, die hier im Innovation Center in Minnesota ausgestellt ist. Sie kreiert mit ihrem Team ein Material, das nun seit 2 Jahrzehnten Standard ist. Ein natürlicher Zahn besteht aus 2 Substanzen, der oberen Schicht des sehr harten Zahnschmelzes und dem darunterliegenden, etwas elastischeren Dentin. Wir wollten ein Material erfinden, das beide Funktionen erfüllen würde. Etwas, das so stark ist wie Zähne und gleichzeitig so glänzt wie der natürliche Zahnschmelz. Gleichzeitig musste die Masse gesundheitsverträglich sein, für den Zahnarzt leicht zu handhaben und in kürzester Zeit aushärten. Das hat sie geschafft. Ihre Erfindung ist dieses Material, Filtek Supreme. Tatsächlich genauso hart wie Zahnschmelz, was sie gerne demonstriert. Für ihre Erfindung geht sie einen in der Dentaltechnik neuen Weg. Sie wendet sich in den 1990er Jahren an eine Gruppe Wissenschaftler, die begonnen hat, mit Nanotechnologie zu arbeiten. Ich wollte sehen, ob ich etwas über die Nanotechnologie lernen und sie adaptieren könnte, um eine völlig neue Art von Zahnverbundstoff herzustellen. Die klitzekleinen Nanopartikel sind nur über millionenfache Vergrößerung im Elektronenmikroskop sichtbar. Auf dieser Basis forscht sie zu Substanzen, fügt winzigste Partikel verschiedener Stoffe zusammen, verändert mit ihrem Team die Mischungen. Die testet sie hier an der Kauro-Robotermaschine des Minnesota Dental Research Center. Sind sie fest genug oder reiben sie sich zu leicht ab? Die Suche nach der optimalen Masse ist schwierig. Einige Rezepturen waren zwar mechanisch stark, aber zu rau. Andere waren zu porös und behielten den Glanz von natürlichem Zahnschmelz nicht bei. Die entscheidende Idee kommt ihr nicht im Labor, sondern in ihrer Freizeit. Heutzutage geht sie ihrem Hobby nach. Ein Moment der Entspannung. Auch damals ist das der Schlüssel zu ihrer Erfindung. Wenn man sich Trauben genau ansieht, haben sie unterschiedliche Größen. Einige sind klein und einige groß. Die kleinen passen zwischen die großen. Zusammen bilden sie ein Bündel an Trauben. Auch die Größe der Traubenbündel kann stark variieren. Ein Bündel kann 5 Trauben, aber auch 20 oder 100 Trauben haben. In dem Moment wird ihr klar, dass sie unterschiedlich große Teilchen zusammenbringen und nicht immer mit gleich großen arbeiten muss. Das war eine großartige Entdeckung für uns. Es war wirklich der Durchbruch. Sie überträgt das Prinzip ins Nanoformat und baut die nötigen Stoffe nach Weintraubenart ineinander. Dazu setzt sie die winzigen Teile gebündelt, als sogenannte Nanocluster zusammen. Sie kombiniert auch Teilchen verschiedener Stoffe und Formen. Die Größe der Partikel variiert jetzt von 5 bis etwa 75 Nanometer. Obwohl ich es anfangs nicht ahnte, wurde mir dann doch bald klar, dass diese Technologie das Potenzial hat, die zahnärztliche Versorgung zu revolutionieren. Mit dem Konzern 3M im Rücken meldet sie das Patent für das neue Nano-Verbundmaterial an. Etwa 1 Milliarde Zähne sind damit inzwischen restauriert worden. Das Patent schützte unser geistiges Eigentum. Dieser kommerzielle Erfolg war nur mit unseren Patenten möglich. Zahnmedizin ist ihre Berufspassion.
Die Chemie aber fasziniert sie bereits seit Kindheitstagen. Sumita Mitra wächst im indischen Kalkutta auf. Ihrem Vater schaut sie gern in seinem Labor über die Schultern. Von Kindheit an habe ich erkannt, dass Chemie die zentrale Wissenschaft ist, die alle Materie ausmacht. Es steckt alles in den Molekülen. Neben ihrer aktuellen Tätigkeit als Beraterin gibt sie ihre Begeisterung für die Wissenschaft gerne an den Nachwuchs weiter. Neugierde und Forschergeist sind die wesentlichen Punkte, um eine Erfindung zu machen. Es ist etwas, das wir wirklich in unseren Kindern kultivieren müssen. Von ihnen müssen in Zukunft Ideen mit Biss kommen. Sumita Mitras Erfindung bleibt indes in aller Munde. Mit ihrem Nanokompositmaterial gelingen selbst schwierige Zahnrestaurierungen in Form, Funktion und Farbton. Der Einsatz der Nanotechnologie gab mir die Möglichkeit, ein wirklich neues Material zu erfinden. Es schenkt den Menschen ihr Lächeln wieder und verbessert ihre Lebensqualität.